Hallo miteinander! Hallo miteinander! Endlich wieder mal der Cyril dabei und das hat einen Grund. Heute zeigen wir euch ein Tutorial, das ist wirklich ein Tutorial von unserer geilen neuen Tankversiegelung. Bist du bereit? Machen wir ein Tutorial, das erste. Ganz wichtig, haltet euch an die Regeln. Wir haben hier ein wunderbares Ding zusammengestellt. Das ist also wirklich eine grosse Lektüre. Und dass ihr euch nicht einlesen müsst, tun wir euch Schritt für Schritt erklären, was müsst ihr beachten, was ist zuerst und so weiter. Und mit der Cyril, der ist ja unser Oberprofi für Versiegelungen. Er tut euch das erklären und wir fangen jetzt einfach mal an. Im ersten Teil, was braucht ihr, bevor ihr überhaupt anfängt? Also, wir haben hier mal alles bereitgelegt. Wir haben hier einen Teleskopspiegel. Das ist wichtig, um in den Tank hineinzuschauen. Wo ist der Rost, wo ist der Schmutz? Eine Taschenlampe, auch sehr wichtig. Wenn man hat, ein Endoskop. Das ist natürlich der grosse Vorteil. So kommt man auch bei Rahmentank um die Schwallblech herum und sieht noch dahinter. Ist natürlich Luxus. Zum Abdecken von original lackierten Tank stabile Folie. Kann auch ein Abfallsack sein und Klebband. Dann ein Trichter, weil wir haben mit Flüssigkeiten zu tun und das hilft natürlich, um nicht zu rutschen. Dann haben wir diverse Instrumente, um die Ablage rauszukratzen. Zum einen so Bürsten, einen verlängerten Schaber oder etwas Spitziges, dass man da in die Ecke reinkommt. Dann habe ich da noch diverse Bürstchen und natürlich wichtig, um den Tank zu verschliessen, verschiedene Grössen mit alten Tankdeckeln oder eben Kork oder so Gummipföpfen. Dann, sehr wichtig, weil wir mit chemischen Flüssigkeiten zu tun, Schutzbrille und Schutzhändchen und am besten noch irgendein Schutzmäntel oder so, weil wenn das auf die Kleider kommt, könnte das Flecken geben. Dann Aceton zum Entfetten, Papiertücher, um die ganze Schweinerei wieder aufzuputzen. In der Anleitung steht Wasserprüfung. Das bedeutet eigentlich, dass ihr Wasser reinlassen könnt und dann zum Schauen, wo sich die Pfützen bilden. Das heisst, wenn ihr Schwallblech oder so Sachen drin habt, ist wichtig, dass ihr wisst, wo bildet sich die Flüssigkeit sehr. Weil später beim Ausgießen muss alles wieder raus. Das heisst, es darf keine Restpfütze geben, Restflüssigkeit. Und so kann man sicherstellen, dass man weiss, wo das Zeug landet. Zuerst schaue ich eigentlich immer mit der Taschenlampe mal rein, ob es irgendwelche die Verharzungen hat. Das ist, wenn das Altöl und altes Benzin sich unten am Tank meistens da absetzt. Und das gibt dann so eine pechartige Schicht und die muss unbedingt weg. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass die komplett fettfrei ist. Wenn es ein bisschen Flugrost hat, das sieht man dann da, das ist eigentlich egal. Weil das bringt man mit Schleifen und mit dem Rostmost bringt man das nachher sauber weg. Euer Tank sieht so aus. Jetzt geht es eigentlich darum, um das Lose wegzubringen. Alles, was so feiner Rost ist, machen wir nachher mit chemisch entrosten. Wichtig, wenn ihr eben so Geschmodder habt, so dass das bechartige die Ablagerungen sind meistens da unten rein. Mit so einer verlängerten Schraubenzieher, wenn man will, kommt man eigentlich gut so oben rein und kann das da wegkratzen. Und das ist sehr wichtig, dass das wirklich alles da draussen ist. Man kann es auch mit ein bisschen Aceton probieren anzulösen und wieder kratzen, lösen, kratzen. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann es mit Stein füllen, mit Schrauben. Wir haben natürlich eine Maschine, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wo wir den ganzen Tank aufspannen und den Ovalisierstein rein tun und dann das über ein paar Stunden laufen lassen. Das wird natürlich dann sehr schön, das sieht man jetzt hier. So muss das aussehen. Das ist der Vorschritt vor allen weiteren. Jetzt kommt dann das Entfetten. Aber wenn das nicht so aussieht, wie es da ist, dann bringt alles nichts. Also wichtig, wenn ihr die Hause, das ist gut und recht, das hören wir sehr viel. Ja, ich habe es mit Schrübli und Steinchen gemacht. Die Sachen da rein, das braucht einfach Zeit. Einlegen und ausschleifen. Das ist ganz wichtig. Wir haben darum auch extra die Ovalisiersteine, das sind so Schleifsteine, mit einer speziellen Emulsion. Das ist eigentlich wie ein Schmiermittel. Also wenn ihr einen Betonmischer habt, das ist geil, dann macht eine Halterung, baut das an den Betonmischer an, spannt den Tank auf, dass der fix dran ist und dichtet ihn gut ab. Dann geht das. Aber wir raten schwer davon ab, um das selber mit Kieselstein daheim zu machen. Weil ich kann euch sagen, nehmt mal einen Tank, füllt den halb füllen mit so Zeug und schüttelt den nur eine halbe Stunde. Und wohlgemerkt, wir lassen den zwischen 3 und 6 Stunden laufen.
Also habt ihr so ungefähr eine grobe Vorstellung. Also macht das sauber, weil wenn dieser Schritt in die Hose geht, dann ist alles nachher für die Katze. Und dann heisst es Originaltank, wunderschöner Erstschlag. Dann gibt es nur eins ins Laugenbad und dann ist alles blank. Jetzt, wo die grobe Reinigung durch ist, kommt auch wieder ein wichtiger Punkt und das ist das Entfetten. Wir machen das mit Aceton. Das hat sich eigentlich am besten bewährt. Jetzt tun wir den Tank mit etwa 1 Dezi oder so Aceton füllen und dann auch sauber gut durchschütteln und das mehrmals machen, bis wirklich alles fettfrei und vor allem sehr sauber rauskommt. Nach dem Entfetten kommt jetzt das chemische Entrosten und das ist hier mit dem Rostumwandler. Und da kann man jetzt 1:60, also 1 Teil Rostumwandler und 60 Teil Wasser mischen und dann das hier in den Tank hineinfüllen zum Entrosten. Und da ist wichtig, dass ihr wirklich ganz bis füllt und dann den so anlegen, dass die Luftblätter, die sich hier bildet, dass die am obersten Punkt ist. Das heisst, immer irgendwie so anstellen, dass die Gas entweichen können, weil beim Entrostungsprozess entsteht Gas und dass die hier rausblättern können. Da kann es passieren, dass das hier rausgutscht. Das heisst, da ist auch noch wichtig, dass ihr da etwas rundherum tut, dass das da nicht über den Lack läuft. Und dann lasst ihr das 2 bis 3 Tage so liegen, bei Zimmertemperatur. Bei stark verrosteten Tank auch länger. Also kann bis zu 6 Tage sein. Immer wieder mal kontrollieren, ob der Flüssigkeitsstand noch ist und ob es dicht ist, also auch unten. Jetzt kann man das abgießen. Gluck, 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 gluck. Jetzt die Entrostungsflüssigkeit kann man durchaus wieder verwenden. Man muss dann einfach beachten, dass man sie vielleicht noch absiebt und vielleicht wieder noch ein bisschen mehr Entroster nachgießen. Aber dann kann man das durchaus 2-3 Mal verwenden. Bei der Phosphatierung ist es auch noch gut zu wissen, dass wenn ihr jetzt lange Zeit zwischen dem chemischen Entrosten habt und dem anschliessenden Versiegeln habt, dann kann sich eben wieder Flugrost bilden. Und dann macht es durchaus Sinn, dass ihr dann eine Phosphatierung durchführt. Weil das ist eine Art mechanischer Rostschutz, nicht ein kompletter Rostschutz, aber es bildet sich dann eine schön regelmäßige Schicht. Nach der Phosphatierung kommt nochmal eine Reinigung, und zwar auch wieder mit Aceton, auch 2-mal Durchgang, 2-mal schütteln und wieder ableeren. So, wir haben jetzt aber einen anderen Tank vorbereitet, weil der ist noch nicht ready und wir sehen jetzt eigentlich die Beschichtung am schönen Caravelle-Tank. Bitte schön. Schutzbrille. Schutzbrille. So, und jetzt haben wir die letzte Möglichkeit noch mal schnell einzuschauen, kontrollieren. Jawohl, alles weg, alles schön. Alles sieht schön silbrig aus. Nicht vergessen. Ist auch schon vorgekommen. Ja, natürlich. Verschliessen wieder. Und jetzt kommt der Harz oder der Lack. Und jetzt kann man eigentlich, wenn man 2 Tank macht, braucht man das für 2-mal. Und jetzt für 1 Tank kann man etwa die Hälfte hier einleeren. Wichtig Händchen anlegen, weil wenn der Lack auf die Hände kommt, der klebt ziemlich fest. Das ist echt mühsam. Und jetzt gehe ich ran und jetzt wird das schön so geschwenkt, verteilt und immer wieder reingeschaut, dass wirklich alles benetzt wird. Man kann auch, wenn man hat, einen Deckel drauf tun und das Ganze so schütteln und schwenken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache es eigentlich lieber so. Also. Ja, gerade wegen dem Tunnel, oder? Gerade wegen dem Rad. Ja, wegen dem, genau. So. Dass es wirklich überall drüber läuft. Man sieht es belagt gut wird, beim ersten Mal. Und wichtig ist einfach immer 2 Schichten. Also das ist jetzt die erste Schicht, nachher wird es wieder abgegossen. Der Vorteil von diesem Produkt, von unserem Produkt, ist natürlich, es ist sehr eine dünne Schicht und sie bleibt flexibel. Also die bricht nicht. Ich kann jetzt das hier beugen und machen, da passiert absolut nichts. Und das ist jetzt einfach wirklich absolut ausgereift und genial. Und es ist wirklich eine mega dünne Schicht vor allem. Ja. Es ist nicht so dicke, genau, wo dann kann wieder absplittern kann. 2-mal
beschichten innerhalb von 36 Stunden. 6 ist das Maximum. Also Maximum, ja. am besten machen sie es über Nacht, die erste Schicht, dann nach 12 Stunden die zweite Schicht. Ja. Aber nach 36 Stunden ist es dann wirklich finito, weil dann verbinden sich die Schichten nicht mehr miteinander. Weitere Vorteile natürlich, es ist, wie man sieht, transparent. Also, wir sagen immer, man könnte nicht beschissen. Man sieht wirklich alles, was man in der Vorbereitung schlecht gemacht hat. So, jetzt haben wir alles eigentlich benetzt. Jetzt kommt das Abgießen. Da ist es so, man kann das eigentlich wieder verwenden für einen nächsten Tank. Und ich gieße das dann eigentlich immer so ab, dass die ganze Öffnung auch noch benetzt ist mit dem Lack. Und das kann jetzt auch ein bisschen dauern, weil es wichtig ist, es muss eigentlich wirklich, sagen wir, zu 90%, das, was man eingelernt hat, muss auch wieder rauskommen. Nur eine ganz dünne Schicht verbleibt im Tank. Und jetzt ist eben auch das Wissen wieder wichtig, wo man eigentlich bei der Wasserprüfung sich gezeigt hat, wo bilden sich die Pfützen. Also irgendwo gibt es immer eine Pfütze. Das Ziel ist, dass man sich eine halbe Stunde oder 3/4 Zeit nimmt und das jetzt so alles rausbringt. Es kann aber auch sein, dass die Stutzen zum Teil noch so ein Krägel drin haben. Genau, wenn die ein Krägel drin haben, dann kommen wir ums Absaugen nicht drum herum. Ja. Ja, der hat ein kleines Krägel, ja. Und wenn man so anlegt, dass sich jetzt eigentlich da unten der See bildet, dann hat man sichergestellt, dass wirklich alles da an den untersten Punkt Kabel laufen. So, und dann lassen wir das 7 bis 8 Tage aushärten, besser 10, weil sicher ist sicher, bis es benzinfest ist. Das heisst, bis ihr irgendwelche Flüssigkeiten einleeren könnt, 10 Tage, bei Raumtemperatur auch, wenn es kälter ist, natürlich länger. Besser länger als kürzer. Und so sieht das dann aus. Innen dran, wunderschön entrostet und versiegelt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid danach gekommen. Weil es ist natürlich nicht ganz, ich werde es merken, das machen, es ist nicht ganz ohne, je nachdem, was für einen Tank ihr habt und alles. Also sehr, sehr wichtig. Da natürlich unsere affengeile Verpackung. Das ist ab sofort, heute ist der Shop offen bis morgen Mittag um 12 Uhr. Also krallt euch das Ding, das ist wirklich eine gute Sache. Bei so einem Projekt sind ganz viele Hände, die mitarbeiten. Leider ist jetzt bei der ersten Serie ist da ein bisschen ein Seich passiert. Und zwar ist da die Dose kommt nicht ganz schön raus. Das nervt natürlich ein bisschen, aber macht gar nichts. Sehr einfach. Kombizange hat jeder daheim oder sonst irgendetwas. Drückt da den Rand ein bisschen flach rundherum. Genau. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und dann kommt das raus einwandfrei. Also, es ist leider ab und zu so, aber das ist die erste Serie. Und ich hoffe, das verzeiht ihr uns. Aber das Produkt ist natürlich hammermäßig und ich würde sagen, jawohl, Siri, vielen Dank. Du hast auch Freude am Tutorial. Ja, mega, ja. Es ist schlimm. Es ist wirklich schwierig, so etwas Komplexes. Ja. So, weil ich meine, wir haben, man kann sagen, monatelang haben wir das natürlich geübt und gemacht, die Vorgänge. Ja, ja. Für uns ist klar, Ja, um das aber klar, wiederbringen, ist es nicht ganz Ja, und einfach. hat wahrscheinlich auch jetzt noch etwas, was ich vergessen habe, aber ihr könnt es nachlesen und sonst schreibt ihr einfach ein E-Mail. Ja. Viel Spaß! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis in einer Woche. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Moment, ich bin noch da. Oh, jetzt muss ich raus. Weil der wird nur fast... Nein, das mache ich anders. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So die ganze Schweinerei. Scheiße, nochmal. Scheiße. Das geht jetzt nicht. Das geht nicht. Gut, wenn ihr das vorher... Jetzt haben wir hier die Stöpper. Ich muss Pause haben, es geht nicht mehr. Ich habe eine Sehnenentscheidung. Sehne. Kann er für mich? Nicht den optimalen. Nein. Jetzt fängt das wieder an. Nie mehr Tutorial.